Hi, ich bin Christian und zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Bereich Healthcare bei der ETK entwickle ich Produkte für die Gesundheitsbranche. Mein Herz schlägt dabei besonders für menschzentriertes Design. Und weil wir so viel Erfahrung mit Systemen haben, können wir das in den gesamten Entwicklungsprozess einfließen lassen. Ich zeige euch jetzt mal, wie das bei der ETK so abläuft. Unser Ziel ist es, Produktdesigns für unsere Kunden zu entwickeln, die nicht nur State of the Art und benutzerfreundlich sind, sondern die richtig begeistern. Das Spannende ist, dass wir am Anfang der Reise häufig noch gar nicht wissen, wie das Ergebnis aussehen wird. Los geht's mit der Planungsphase. Da schauen wir jetzt mal rein. Hallo! Hi Christian, schön, dass du da bist. Wir haben die Qualitätsziele abgesteckt und jetzt machen wir die Planung und Aufwandschätzung. Nachher haben wir noch das Meeting mit allen Projektbeteiligten. Super! Ich mache hier gerade eine Tour, aber ich schaue später nochmal vorbei. Wir gehen jetzt weiter zur Nutzungskontextanalyse. Im Mittelpunkt unserer Entwicklung stehen die Menschen, für die diese medizinischen Geräte gemacht werden. Darum versuchen wir uns so gut wie möglich in die Lage der Person hineinzuversetzen, die später einmal mit den Systemen zu tun haben werden. Psst. Mona macht gerade User-Interviews. Okay. Sehr gut. Der direkte Kontakt zu den echten relevanten Usern ist für die Kontextanalyse entscheidend. Denn nur so können wir die Bedürfnisse der Menschen richtig verstehen. Viele Leute glauben ja, bei Design und User Experience geht es vor allem darum, die Dinge schön zu machen. In der Medizintechnik geht es aber in erster Linie darum, Produkte so zu gestalten, dass sie effizient und intuitiv bedienbar sind, damit keine Fehler passieren. Das ist ja sogar gesetzlich gefordert. Absolut. Und daher ist es besonders wichtig, die Arbeitsschritte genau zu analysieren und die Nutzeranforderungen an das Produkt direkt von den User Needs abzuleiten. Ja, genau. Und es reicht auch nicht, die Anforderungen nur zu kennen, man muss sie auch in effiziente Workflows überführen, so wie ihr das hier gerade macht. Dank euch. Wir gehen jetzt weiter zu den Prototypen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Hallo! Hi. Hi. Hier wird an den Prototypen gearbeitet. An diesen Screens haben wir heute gearbeitet. Das ist eine Lo-Fi-Version einer Gesundheits-App. Und die überführen wir hier gerade in eine Hi-Fi-Version. Daniel, zeig doch mal schnell den zweiten Screen. Wir haben sogar schon mit den Tests angefangen. Ah, klasse. Dann gehen wir jetzt mal rüber in unser Usability Lab. Hi Verena. Hi Christian. Was macht ihr denn hier? Wir testen hier die Gesundheits-App. Das ist super wichtig für den Entwicklungsprozess. So können wir unsere Designhypothesen objektiv verifizieren. Und was macht ihr, wenn was nicht funktioniert? Wenn wir merken, dass es noch nicht optimal funktioniert, heißt es zurück ans Reißbrett. Das machen wir dann so lange, bis das Produkt richtig ausgereift ist. Denn wir können aus Erfahrung sagen, dass es sich absolut lohnt, Zeit und Leidenschaft in diesen Prozess zu investieren. Denn so entstehen Produkte, die funktionieren, begeistern und am Markt erfolgreich sind. Schön, dass ihr mich bei der Quest for Usability begleitet habt. Ich mache mich jetzt auf meine nächste Reise. Denn mit unserem mobilen Lab hier im Koffer können wir unsere Kunden auch vor Ort beim menschzentrierten Design ihrer Medizinprodukte unterstützen. Also, bis hoffentlich bald.